Hi, du brauchst eine kostenlose, abofreie Alternative zu Microsoft Office? Geht das überhaupt? Ja, und zwar besser als du denkst. Heute zeige ich dir die 4 besten Alternativen zu Microsoft Office. Wir schauen uns an, was kann jede Alternative, wo liegen die Stärken und wo die Schwächen. Und am Ende weißt du, welche Office-Lösung perfekt zu deinem Alltag passt. Microsoft Office ist stark, keine Frage, aber es kostet 100 bis 130 Euro pro Jahr im Abo. Den Anfang macht der Open-Source-Klassiker LibreOffice. Das ist wohl eine der bekanntesten freien Office-Suite im Internet. Völlig kostenlos, Open Source und ohne Internet nutzbar. Der Writer ist hier das Gegenstück zu Word. Wir sehen, die Oberfläche ist eher schlicht und nicht so aufgehübscht wie im Microsoft Office. Allerdings beinhaltet es alles, was man braucht, um ein Dokument zu schreiben oder zu bearbeiten. Und die Excel-Alternative ist Calc. Auch hier eher nostalgisch angehauchte Oberfläche, aber alles, was man benötigt. Impress bietet auch Vorlagen wie bei PowerPoint, somit müssen wir hier auf nichts verzichten. Was sind nun die Vorteile? Es ist sehr leistungsstark, kompatibel mit den gängigen Formaten und natürlich kostenlos. Als Nachteil würde ich die Oberfläche bezeichnen, da es dann doch schon ziemlich altmodisch wirkt. Leider bietet es auch keine Echtzeitzusammenarbeit, deshalb für kleinere Teams auch nicht sehr attraktiv. Aber für wen ist es attraktiv? Für alle, die offline, sicher und ohne Abo arbeiten möchten. Das nächste ist FreeOffice. Wenn du das Gefühl von Microsoft Office willst, aber keine Kosten, dann ist FreeOffice von Softmaker eine echte Überraschung. Auch hier haben wir eine gute Kompatibilität zu den Office-Dateien. Der Textmaker, Planmaker und auch Presentations zeigen sich in einem sehr gewohnten Look. Auch diese Office-Alternative ist kostenlos für Privat- und Firmennutzung und läuft flüssig auch auf älteren PCs. Schade ist nur, es ist nicht Open Source, das heißt, du siehst den Quellcode nicht, keine Online-Version, kein Cloud-Speichern und auch hier keine Teamarbeit. Und auch bei diesen 3 Varianten haben wir viele Vorlagen, die uns zur Verfügung stehen. Für wen ist das Ganze? Für Nutzer, die Sicherheit, Geschwindigkeit und Kompatibilität wollen. Bei der freien Software darf natürlich auch Google Workspace nicht fehlen. Google bietet Docs, Sheets und Slides an und es ist vollständig kostenlos für Privatnutzer. Google bietet hier Echtzeitzusammenarbeit, das heißt auch mehrere Benutzer können gleichzeitig in einem Dokument herumfuhrwerken. Außerdem haben wir auch eine automatische Speicherung und einen Versionsverlauf mit an Bord. Zudem auch Kommentare, ideal für Schule, Studium oder auch im Homeoffice. Was natürlich negativ ist, du brauchst ständig Internet. Offline ist das Ganze nur eingeschränkt nutzbar und dass deine Daten bei Google liegen, inklusive Tracking und Werbeökosystem, würde ich nicht unbedingt zu den Vorteilen zählen. Und bei komplexen Excel- oder Word-Dateien kann es teils zu Formatproblemen kommen. Und für wen ist das nun wieder? Für alle, die schnell, einfach und kollaborativ arbeiten und kein Problem mit Google haben. Mein persönlicher Favorit ist aber OnlyOffice. Für alle, die Google-Vorteile lieben, aber ihre Daten selbst behalten wollen. Optisch fast identisch mit Microsoft Office, somit muss man sich hier nicht großartig umgewöhnen. Es bietet Echtzeitzusammenarbeit wie bei Google, aber du kannst es auch selbst hosten, zum Beispiel mit Nextcloud. Es bietet eine hervorragende Microsoft Office-Kompatibilität, sogar oft besser als bei Google. Schade ist, dass bei der kostenlosen Community Edition das eine oder andere Business-Feature fehlt. Das Self-Hosting ist natürlich genial, aber leider nicht mit 2 Klicks erledigt. Hier muss man sich etwas in die Materie reinlesen, aber es ist machbar. Diese Alternative ist genial für Teams, Selbstständige oder Datenschutzinteressierte, die Cloud-Funktionen ohne Google oder Microsoft nutzen möchten. Zusammengefasst, offline und kostenlos, LibreOffice oder FreeOffice, einfach und kollaborativ, Google Workspace, Self-Host Cloud und datenschutzfreundlich, dann OnlyOffice. Alle genannten Alternativen sind komplett kostenlos, ohne versteckte Kosten. Keine ist perfekt in allem, aber für deinen Anwendungsfall gibt es garantiert die bessere Wahl als Microsoft Office. Wenn dir dieses Video geholfen hat, lass gerne ein Like da und abonniere den Kanal und schreib mir in die Kommentare, welche Office-Alternative du in Zukunft nutzen wirst.
Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.